When she was a kid, Luna aspired to be a superhero. Not the ones in skin-tight suits that could fly, but the ones that identified connections where others didn't. She wanted X-ray vision to observe criminals when they tried to hide from the law, and supersonic hearing to listen in on mischievous talks, then a measure of heightened strength to restrain the guys bigger than her. This was all she craved when she was a child. As she became older, her ambitions took a more realistic approach, which seemed in direct opposition to the surreal tone the news took. The facts became the new dystopian fiction. The world grew louder each year, apparently more violent, or more visible than the year before. Her generation grew up looking to cull the increasingly violent trends that saw mass incarcerations, drug wars, and serial killers studying to gain notoriety. Luna took the analytical route in her quest for justice, feeling more at home processing case files, evidence, and connecting dots. Her cousin, a sister almost, enrolled in the academy and became an officer of the law. Even extended family, no matter how far away, seemed to gravitate towards law enforcement, almost as if it were in their blood. A murderer becomes a serial killer with just 2 more kills, a coworker informed her over scones and coffee one morning. This one had 3 total that day, but that number hit double digits soon enough, accumulating corpses of officers, criminal lawyers, and several field investigators to a growing pile of victims. The news on TV, becoming more unreal as the years ticked on by, ran the blue blood killer story 24/7. Luna knew about the local serial killer, more so than most thanks to all the overtime spent processing corroborative evidence for their many crimes. However, it still felt more like gossip and fabricated plot points. At least, until that phone call made something so artificial an actuality. The call came in the middle of the night, as unexpected as a bullet in the dark. Her cousin, the exemplar of a police officer, had been killed. It was just the tragically common traffic stop gone wrong, or armed robber with a weighted pistol. Maybe Luna could have mourned and pushed on, but it wasn't any run-of-the-mill incident that was so characteristic of headlines. No, it wasn't that, because life had long turned into a phantasmagoric nightmare. Officer Sarah Youngman, revered by all that mattered, died at the hands of the blue blood killer. Who he was, or who they were, remained an enigma despite their murder spree eroding through states, counties, and homes. But more than the long list of confirmed victims and possible connections Luna herself had registered and slept away, this monster killed Sarah. Somehow, that turned the boogeyman into a living, breathing threat. No longer was this tyrant a thing she filed at the end of the day. It wasn't an obsession of the media. He was here, and if not in the literal sense, then definitely in her mind. This realization gnawed at her for months after the real mourning faded. Luna's acceptance stage barely registered before she fell swiftly to anger once again, and it never genuinely went away. Luna craved a name. She wanted to know who killed the sweetest woman in the world, despite so-called dirty cops walking free. Luna needed justice. What was it about her cousin that triggered this killer in the first place? Could it be that she stood for everything a cop should be? A perfect example of morality, protectiveness, mentality, and heart? Officer Youngman was everything demanded in the ones that protected them, and Luna wouldn't allow her memory to fade away as another statistic. Day in and day out, she spent the connections she'd built up through work and rowdy Christmas parties to see if there was something no one else saw. Cop friends that never steered her wrong came up empty-handed. Family members with careers linked closer to the real action knew little else than the papers. Even the old-timers that knew things few else did all but shrugged when she pressed them for clues. She needed leads first, but there were none. So, in a last-ditch effort, she resolved to chew her boss for leeway. Luna did all she could for any little morsel of information, regardless of the fallout. Being an investigations analyst for the district attorney's office had its perks.
but it only teased her for all the good it did with building an idea of who this killer was. Her boss knew what she was after, but he followed the rules as strictly as Luna did. Being shut down by him just meant there was one less layer between a law-abiding citizen and vigilante justice. With each denied application for information outside her classification, Luna saw the justice system's holes appear and broaden. Sometimes the law hindered what mattered. Progress couldn't always continue behind red tape and protocol. Perhaps, in cases like these, rules were meant to be budged. Maybe she couldn't talk her way into databases and case folders. Maybe it wasn't so easy as to read reports on other victims, hoping a eureka moment hit her. If she were going to make any change, it had to start with her, with citizens willing to help. Yes, Luna respected the law, and she would uphold it as Sarah would have wanted, but she couldn't stand idly by any longer. One morning, she called in sick, made flyers, and pinned them around town. She started a neighborhood watch that day, and by the next day at work, Luna couldn't think of anything else. It started with one report, then two, then 3 and 4, and more. Before she realized what was happening, her small network of retired cops and nosy neighbors had become a full-on crime watch program that spanned beyond the neighborhood, the suburbs, and into town. At times, the number of reports felt too much for one person, but for the hundreds of thousands of people less prepared for human horrors as Sarah was, Luna felt that a couple of sleepless nights was the least she could do. Luna had to get her answers somehow. Und damit ein herzlich willkommen zu Scrutinized. Ich bin zu blöd, den Namen auszusprechen. Ich habe heiden Respekt vor dem Spiel, wegen dem ganzen Jumpscares. Aber das kriegen wir schon hin. Also, unsere Aufgabe ist es also jetzt erstmal diese blöden Reports durchzugehen und hauptsächlich zu überleben. Und das kriegen wir schon irgendwie hin. Nacht 1. I should get to my computer and get the night started. Okay. Gott, ich muss mich daran erstmal gewöhnen. Und wie ihr alle wisst, ich bin eher der Typ Mensch, der mit dem Controller spielt. Gott. Dieses Zipan. So. Gott. Rennen kann man nicht. Nur noch die anderen beiden Zimmern. Dort war ja kein Fenster, ne? Nein. Oh, yeah. Aber ich bin froh, dass die beschissenen Lichter an sind. Hey, willst du zugehen? Geht doch. Schon der erste dunkle Raum. So, ne? Ja.
Führer kann man nicht abschließen oder ist man abgeschlossen? Also gut, dann... Oh, yeah. I need to read that email and check out those bolos. Ja, aber erstmal gucke ich mal, wie das mit den Camps funktioniert. Okay. Wie war das jetzt nochmal mit dem... Nein, ups. Wie kam ich nochmal da raus? Hallo? Nee, nicht F. Yep, ich stelle mich doof an. Doof an. Ah, runterdrücken. Und so komme ich dann... Okay. Das dauert jetzt ein bisschen. So, dann... Die Bolos wollte sie. So, das sind die beiden. Komischerweise habe ich vor ihm hier, also vor der linken Person, mehr Angst als vor der rechten. Warum auch immer. Letzte Nacht dachte ich, dass ich draußen etwas gehört habe. Also habe ich meine Überwachungskamera durchgesehen, um zu sehen, ob da irgendwas Seltsames ist. Unsicher, was die Person da draußen gemacht hat quasi, hat sie die Lichter angeschalten, um besser zu sehen. Danach ist er halt weggerannt, als das Licht ihn getroffen hat. Aber das Gesicht kam mir dann bekannt vor. Weil es dieser... wie nennt man diese Dings? Eben diese Zeichnung, die man bei der Polizei macht, um jemanden zu identifizieren, halt sozusagen. Aber mir fällt gerade dieser scheiß Name nicht ein, gell? Okay. Naja. Oh Gott. Ich muss mich jetzt erstmal hier zurechtfinden. Also. Wir brauchen diesen Desk Report. Ah ja, runterziehen. Oh, okay. Das machen wir erstmal. Gab es da irgendwas? Also sie meint, dass sie diesen Hitchkiller da gesehen hat. Dann beschreibt sie es. Okay. Da brauchen wir diese ID von ihr, die kriegen wir. Ja. So, Age. Das war 45 bis 55. 5, 6. Gewicht. Wo steht denn das? Da. Bis 200. Sie ist weiblich. Hat braune Haare. Ja, und braune Augen.
Habe ich irgendwas falsch gemacht? Alter bis 55. Größe. Gewicht. Vielleicht können wir das da weglassen. Na super. Dann lass mal gucken. 5,6. 52. Nur das Gewicht stimmt nicht ganz. Aber ich nehme an, dass sie es ist. Denke ich mal zumindest. Oh Leute, ich hab Schiss. Oh Gott. Vor allem müsste das Zippern da nicht so. Oh, ich hab so einen Schiss, ey. Also, wenn ich mich recht erinnere, dann müssten wir, glaube ich, 10 Nächte schaffen. Ich bin keiner guter Hoffnung. Oh, diese Animation mit der Tür, die ist so. Ah. Oh Gott. Geht doch. Oh, ich glaube gar nicht, wie schnell mein Herz gerade schlägt. Oh Gott. Also, was machen wir denn als nächstes? Ich bin ja nicht doof, ich habe es mir ausgeschrieben, genau. Genau, wir können Socials beimachen. So, oh, Scheiße. Alias. Mama. Metzger. Ja. Kann es kaum erwarten, ihre Enkel zu sehen, aber wirklich was Brauchbares ist da jetzt nicht. So. Machen wir mal die Sim. Mama Metzger. Oh, gut, Kid. So. Oh, das ist sie mit ihren Enkeln. Oh, süß. Und die backt gerne. Oh Gott. Ja, die reden über Muffins. Carlos.
Ja, super. Ach Gott. Also wirklich. Irgendwas finden tue ich jetzt gerade nicht. Was gab's denn noch? Mama Metzger. Nein, hat sie nicht. Was kann ich noch machen? Debit hatte ich noch nicht. Da. Oh. Mama Metzger. Ja, also. Das ist gar nichts. So, einen Report haben wir schon geschafft. Oh Gott. Hier, ich hab so Angst. Vor allem, das ist wirklich das allererste Mal, dass ich das spiele. Deswegen stelle ich mich auch teilweise noch ein bisschen doof an. Wieso ist es in dem Zimmer immer dunkel? Oh Gott. Damn it. Internet went out again. I need to go reset the router in the backroom closet. Alter, zum Glück bin ich gerade da. Oh, mir ist gerade eiskalt den Rücken runtergelaufen. Ich hab so Schiss. War ich da schon drin? Ja, da war ich schon. Oh, schaut mal. Hier war eins gut. Ja. Bla bla bla. Sie hat 2 Leute kämpfen gesehen mit Messern. Und ein anderer, der es gefilmt hat. Scheint ein richtiger Kampf gewesen zu sein. Sie hat ihre Balance verloren und ist gefallen, als sie versucht hat, besser zu schauen. Dann hat sie auf die Polizei gewartet, aber kein Schwein kam. Okay. Oh, ja. Oh, es ist sogar ein R. Entschuldigung. Age 20, 30. Höhe. Schon wieder 5, 6. 130. Gender, Male. Hair Color. Brown. Und Blue. So. Wen kriegen wir denn da? Könnte
er hier sein? Weil Größe ist fast gleich und die Dings hier stimmt. Ja. Machen wir das erstmal so hin. Was machen wir jetzt als erstes? Gucken wir hier. Ralf Kapral. Nein, falsch. So. Und wenn wir gleich dabei noch sind, Ralf Kapral. Nein. Ich habe Angst. Nein, falsches Ding. Hallo? Hier ist auch zu. Oh mein Gott. Ich bin aber nicht durch. Wir gucken hier nochmal. Oh. Was zum Teufel ist das jetzt von einem Film? Oh. Ich bin die ganze Zeit der Meinung, ich höre irgendwas. Sorry, dass ich so übervorsichtig bin, aber ich will überleben. Und um die Ecke. Oh Gott.
This damn power breaker. Oh, I need to flip the breaker in the file room closet. Scheiße. Ich will nicht mehr. So. Oh. Aber ich habe das Gefühl, ich mache mich bisher ganz gut, oder? Ich hoffe es zumindest. Tag 2. Was? Ich dachte, ich sterbe wegen dem Jumps, also wegen den Typis. Und jetzt? Ja, scheiß Dinger. Naja, okay. Das war's dann mit der ersten Folge, wo ich mich so doof anstelle. Aber es ist noch Eingewöhnung. Das nächste Mal kriegen wir das schon hin, dass wir die erste noch richtig überstehen. Also dann, ihr wisst Bescheid. Bewertet das Video, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und tschüss.